Wie ihr sehen könnt, war ich schon als kleines Kind von der Arbeit als Performer einer Eisshow fasziniert und habe meine Eltern imitiert, die beide lange Zeit bei Holiday on Ice auf Tour waren. Ich kann nicht genau sagen, was es war, das mir an der Idee schon immer gefallen hat, als Eiskunstläufer bei einer Show mitzulaufen. Wahrscheinlich sind es aber die Geschichten, die meine Eltern, meiner Schwester und mir erzählt haben, die Orte, die sie sehen konnten und die Leute aus aller Welt, die sie durch den Beruf kennengelernt haben. Nun bin ich in die Fußstapfen meiner Eltern getreten und habe die Gelegenheit gehabt, diesen außergewöhnlichen Beruf mit all ihren Facetten kennenzulernen. Wenn ich auf diese Videos von meiner ersten Tour mit Disney on Ice zurückschaue, fühle ich Freude in mir und merke, dass mir der Job insgesamt sehr viel Spaß bereitet hat. Ich weiß noch, wie es mir am Anfang der Tour schwerfiel, diese Freude auf dem Eis rüberzubringen, und mir wurde auch von den anderen Läuferinnen und Läufern gesagt, dass ich auf der Bühne immer so ernst aussehe und nicht so viel lache, was daran lag, dass ich konzentriert war und nichts falsch machen wollte. Mit der Zeit habe ich aber alle Bewegungen verinnerlicht und es wurde zur Routine, die Nummern zu laufen. Ich wurde lockerer und man sah mir die Freude immer mehr an. Ich habe im letzten Jahr viel lernen können und würde behaupten, ich sei als Performer und als Mensch gewachsen. Die größte Lehre, die ich von der Tour mitgenommen habe, ist, dass man sich und das Leben meiner Meinung nach nicht zu ernst nehmen sollte. Die Arbeit als Performer einer Show ist ein interessanter Job und da ich so perfektionistisch bin, möchte ich ihn auch perfekt ausüben und keine Fehler machen. Doch Fehler passieren im Leben. Und man kann nicht immer alles perfekt machen. Es ist menschlich, Fehler zu machen. Und ich bin auch einige Male sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne hingefallen, habe beinahe Teile des Kostüms vergessen, mir den Finger auf dem Eis aufgeschnitten oder auch am Ende eines Tages keine Kraft mehr gehabt. Es ist ein Beruf. Man kommt zur Arena und tätigt seine Arbeit. Ob man einen guten oder schlechten Tag privat hat, zählt am Ende auf der Bühne nicht, weil die Show immer in bestmöglicher Weise absolviert werden muss. Ich spreche jetzt von mir persönlich, wenn ich sage, dass ich immer zu 100% abzuliefern versuche, denn jede einzelne Person im Publikum hat für dieses Erlebnis bezahlt und ich möchte dabei helfen, ihnen dieses Erlebnis so schön wie möglich zu verschaffen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es die erste oder dritte Aufführung des Tages ist und auch, ob die Beine schwer sind. Deshalb muss man sich ab und an als Performer in den Hintergrund stellen, sich auf die Performance fokussieren, ein Lächeln aufsetzen und sein Bestes geben. Das ist nicht immer einfach und auch in diesem Beruf ist nicht immer alles spaßig und locker, wenn man Proben hat, sich fit halten sollte und ständig unterwegs ist. Von Stadt zu Stadt, immer wieder aufs Neue. Große Abwechslung gibt es nicht. Es ist definitiv ein Job, den nicht alle ausüben könnten. Denn es kann schon mal auf die Knochen gehen, täglich bis zu 3 Shows zu präsentieren oder jede Woche woanders zu sein. Außerdem brauche ich auch einen kreativen Ausgleich, weil die Show immer gleich bleibt. Ich weiß, dass ich persönlich nicht für immer Eisshows laufen möchte und werde und mir das Kreieren von Filmen unglaublich gefehlt hat.
Im Moment ist es aber mein Job und ich bin sehr, sehr glücklich, ihn ausüben zu dürfen. Ich freue mich auch auf mein zweites Jahr mit der gleichen Show auf Tour zu sein. Ich konnte den Traum des kleinen Alessius vom Anfang des Videos verwirklichen. Was in Zukunft ansteht, kann ich jedoch noch nicht sagen, aber ich werde auf diesem zweiten Tourjahr versuchen, noch mehr zu filmen und die Arbeit und Orte wieder zu genießen. Wie auch diese Pflanzen versuchen zu wachsen, möchte ich mich als Mensch weiterentwickeln und neue Sachen lernen.